Hallo und herzlich willkommen auf Frau Beers Kitchen. In diesem Video habe ich für euch einen super saftigen, mega leckeren Möhrenkuchen mit einer Mascarpone-Sahne-Creme. Einfach himmlisch. Ausprobieren und der wird euch mit Sicherheit schmecken. Bevor wir mit dem Möhrenkuchen beginnen, zeige ich euch ganz kurz eine Küchenmaschine mit ganz viel Zubehör. Ist vielleicht eine Alternative für diejenigen, die sich nicht so eine teure Küchenmaschine leisten können. Das ist wirklich eine sehr günstige und super Alternative. Die kann Teig herstellen, also damit könnt ihr problemlos Kuchen machen. Ihr könnt mixen, mahlen, reiben und in Scheiben schneiden. Dann könnt ihr sogar auch Orangen pressen, also frisch gepresster Orangensaft am Morgen. Das ist doch schon was Leckeres. Da sind so viele Zubehörteile damit dabei. Ich fange mal hier an. Das ist hier das Grundgehäuse, ein schönes dunkelblau habe ich hier bekommen. Sehr edel sieht es aus. Es gibt es auch sogar auch in Silber und in Schwarz. Dann haben wir eine 3,2 Liter Kunststoffrührschüssel. Und hier habe ich ein 1,5 Liter Standmixer. Also 1,5 Liter ist schon viel. Da kommt hier mein Favorite, und zwar ein kleines Mahlwerk mit Deckel. Und zwar nehmt ihr einfach von dem Mixaufsatz einmal das runter. Das kommt dann hier drauf. Und damit könnt ihr Kaffee machen, also Kaffeebohnen mahlen, Pfefferkörner, oder weil ich ja sehr viel backe, Haselnusskerne oder Mandeln mahlen. Also ein absolutes Highlight für mich. Kleine Menge, nicht so riesig. Und hier haben wir noch einen Deckel dazu. Und das kann man dann so aufbewahren. Mit dabei ist so ein Spachtel. Ne? Der hat hier eine runde Seite und eine flache Seite. Das ist auch sehr gut, ne, wenn ihr euch mal einen Teig zerteilen möchtet. Der ist auch mit dabei. Mit dabei sind 3 Scheiben. Einmal feine Raspel, grobe Raspel. Dann einmal dicke Scheiben und auf der anderen Seite feine Scheiben. Wenn ihr zum Beispiel einen Salat macht oder einen Kartoffelgratin, dann habt ihr im Handumdrehen schöne gleichmäßige Scheiben. Hier haben wir eine Raspel, die dann in Scheiben, nicht in Scheiben, sondern in Streifen schneidet. Wenn ihr mal bestimmte Salate in Streifen haben möchtet, eventuell auch für Pommes, das müsste ich auch mal ausprobieren. Und hier habt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen flüssigen Teig verarbeiten möchtet, 2 Schneebesen mit dem passenden Adapter dazu, einfach reinstecken. Und ja, wie gesagt, für feine Teige, für so flüssige Kuchenteige. Falls ihr feste Teige verarbeitet, wie ich jetzt gleich beim Möhrenkuchen, da der Möhrenkuchen schon ein fester Teig ist, nehme ich dann diesen Aufsatz hier. Der ist speziell für feste Teige oder ja, wenn wir mal einen leichten Brotteig machen. Damit könnt ihr auch sehr gut kneten. Hier habe ich den scharfen Aufsatz, ne, wenn man mal Fleisch hacken möchte, Hähnchenbrust. Ich kann ja auch gerne mal so ein Rezept machen, wo wir mal Hähnchenbrust ganz fein hacken müssen. Dann kommt dieser Aufsatz dazu. Ich habe jetzt hier mal die Folie dran gelassen, weil die Messer sehr scharf sind. Und natürlich kommt noch der Zitrusaufsatz dazu. Damit pressen wir gleich ein paar Orangen für unseren Möhrenkuchen. Die Küchenmaschine besitzt natürlich rutschfeste Füße. Da sitzt alles bombenfest auf der Arbeitsfläche. Dann gibt es hier noch so einen Adapter, der kommt dann einfach hier oben rein. Bei der Rührschüssel ist immer auch zu beachten, dass ihr das in einem 55 Grad Winkel die Rührschüssel aufsetzt, bis es dann halt hier runter geht, das hört ihr dann schon. Und dann müsst ihr das hier
einrasten. Hier muss es dann da rein und das muss dann klicken. Erst dann funktioniert auch die Maschine. Dann kommt dann der Adapter oben drauf und dann könnt ihr ja wählen, ob ihr Scheiben drauf machen möchtet für Salate oder halt den Teigschabe, sage ich jetzt mal, der kommt dann einfach hier oben rein. Dann Deckel drauf. Der muss ebenfalls hier eingerastet werden. Also Deckel drauf. Und dann, Moment, und dann muss das ebenfalls hier einrasten. Erst dann funktioniert der Mixer. Eine super Kindersicherung, finde ich, falls ihr den mal auf der Arbeitsfläche stehen habt, falls mal die Kinder drankommen sollten, was eigentlich nicht sein sollte, aber bombensicher für Kinder. Und hier oben könnt ihr das Gemüse, die Zutaten einfach einfüllen und dann könnt ihr dann auch schon loslegen. Ich mache es mal kurz an. Hat 2 Geschwindigkeitsstufen. Wie gesagt, nur wenn alles eingerastet ist. Ich mache es jetzt mal hier ein bisschen lockerer. Erst dann funktioniert die Maschine. Hier habe ich es ein bisschen aufgemacht. Wie ihr seht, man kann drehen, wie man möchte. Da passiert nichts. Einrasten und loslegen. Eine Pulsfunktion gibt's. Und dann starten wir mit dem Möhrenkuchen, würde ich sagen. Falls ihr euch für die Maschine interessiert, ich schreibe euch unter dem Video in der Beschreibung einen Link, wo ihr die Maschine bekommen könnt und auch ein Rabattcode. Ihr könnt das mit Rabeas Kitchen gerne bestellen, dann bekommt ihr nochmal zusätzlich 5% Rabatt. Für den Möhrenkuchen benötigen wir 80 Milliliter Orangensaft, dann benötigen wir 230 Gramm geriebene Möhren. Ich nehme hierzu die feine Raspel. Einschalten und los geht's. Ja. Seht ihr, da habe ich den Deckel nicht richtig drauf gemacht und dann funktioniert es auch nicht. So. In Hand umdrehen. Schön die Möhren geraspelt. Ach, ein schönes Spielzeug. Als nächstes brauchen wir 100 Gramm Mandeln oder Haselnüsse. Das könnt ihr frei wählen. Und die werde ich jetzt mahlen. Hier in dem Aufsatz. In Sekunden habt ihr gemahlene Mandeln oder gemahlene Haselnüsse. Und das ganz frisch. Möhren geraspelt, Mandeln gemahlen, Saft ausgepresst. Ihr braucht wirklich keine zusätzliche Küchenmaschine, alles in einer. Adapter drauf, dann das für den Teig direkt da drauf. Und dann starten wir weiter mit dem Teig. Dazu benötigen wir 5 Eier, Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker, (160 Gramm Zucker), Deckel drauf, einrasten und ca. 10-15 Sekunden lang durchmixen. Dann gebe ich 80 Milliliter Orangensaft dazu.
die geraspelten Möhren. Die gemahlenen Mandeln. Und 100 Gramm Mehl. Im Mehl habe ich schon einen guten Teelöffel Backpulver hineingemischt. So, Deckel wieder drauf. Und ich starte mit der Pulsfunktion. Immer so peu à peu. Und dann auf Stufe 1, 10, 15 Sekunden und dann ist der Teig schon fertig. So. Und fertig. Meine Springform hat den Durchmesser 26 cm. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet und da fülle ich jetzt den Möhrenkuchen hinein. Und dann kommt das Ganze in den vorgeheizten, hoppala, ich habe vergessen den Adapter rauszunehmen. Das sollte ich natürlich machen. So, und das kommt dann wie gesagt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30-35 Minuten. Jeder Backofen ist anders, bleibt bitte dabei und am besten macht ihr die Stäbchenprobe. Mein Kuchen hat genau 25 Minuten gebraucht. Ich habe ja auch eine größere Springform benutzt. Falls ihr ihn etwas höher haben möchtet, dann nehmt ihr bitte dann eine 24er Springform. Der ist jetzt hier so perfekt, da jetzt noch eine leckere Creme da drauf kommt. Der Kuchen muss vollständig ausgekühlt sein, bevor wir weitermachen. Für die Creme benötigt ihr 250 Gramm Mascarpone. Adapter vorher einsetzen, bevor ihr die Mascarpone einfüllt. Dann brauchen wir 200 Gramm Schlagsahne. Ich gebe aber erstmal nur die Hälfte hier rein. Dann braucht ihr den Abrieb einer Bio-Zitrone. Falls ihr keine Bio-Zitrone habt, dann nehmt einfach so ein Päckchen. Und 1 bis 2 Löffel Zucker. Ich denke, ich nehme 1,5. Könnt ihr erstmal ein Esslöffel nehmen und dann später probieren. Falls ihr doch süße Naschkatzen seid, dann nehmt etwas mehr Zucker. Dann nehme ich hier den Schneebesen, setze den einmal auf, Deckel drauf. So, wir starten auf Stufe 1. Nach ein paar Sekunden fülle ich dann die restliche Sahne hinein und das Ganze wird dann cremig aufgeschlagen. So. Ihr seht, ist das Ganze schön cremig hier aufgeschlagen. Und das fülle ich mir jetzt in einen Spritzbeutel. Wenn der Kuchen komplett ausgekühlt ist, könnt ihr den dann dekorieren. Ich habe jetzt hier so eine Sterntülle genommen. Ihr könnt auch eine Lochtülle nehmen und da mache ich jetzt ganz viele Tupfen auf den Kuchen. Ihr könnt nur komplett ringsrum, ich mache jetzt komplett den Kuchen fertig. Und dann kurz vorm Servieren habe ich hier noch ein paar bisschen geraspelte Möhren. Und das könnt ihr dann hier drauf verteilen. Einfach hier so drüber streuen. Ich mache das jetzt nur am Rand auf die Tupfen. Bevor ihr den Möhrenkuchen serviert, solltet ihr den so für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Und diesen leckeren, saftigen Möhrenkuchen habe ich alles
mit dieser Küchenmaschine gemacht. Mit ganz, ganz, ganz viel Zubehör, wo ihr raspeln könnt, Scheiben schneiden für Kartoffelgratin. Sogar den Kuchenteig habe ich hier in dem Mixer gemacht. Ihr habt dazu wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Den Link für die Küchenmaschine schreibe ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Und wer Interesse hat, gibt es noch einen Rabattcode von 5%. Das alles verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Und für euch gibt es dann das erste Stück. Saftiger Möhrenkuchen. Einfach lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.